Das war's. Die letzten Meter Asphalt. Jetzt stehen gut ein paar Kilometer Schotterpiste an. Je nachdem wie weit wir fahren, aber zum Beispiel bis Tunda, weiß ich nicht, wie viel sind das? 1000 Kilometer? Ja, möglicherweise. Vielleicht gibt es jetzt in den Dörfern, durch die wir fahren, noch kurz immer mal Asphalt, aber ich denke, auf lange Sicht wird es das jetzt gewesen sein. Aber ich glaube, je weniger die Straße wird, desto vielleicht glatter wird es. Und daher besser zum Fahren. Wir haben jetzt eine kleine Straße gefunden, die ins nächste Dorf führt, nach Ala. Und da werden wir dann ein bisschen Vorräte auffüllen. Das wird erstmal die letzte Möglichkeit sein. Vielleicht morgen noch einmal in einem Dorf, aber danach geht es dann für ungefähr 200 Kilometer richtig in die Wildnis. Und ja, wir wissen nicht so ganz genau, was uns erwartet. Deswegen füllen wir jetzt auf jeden Fall unsere Vorräte recht großzügig auf, also mehrere Kilo Buchweizen und Reis und so weiter, Gemüse, ein paar Dosen, ein paar Kekse und so weiter, all das ganze Zeug. Gucken wir mal, was wir da bekommen und dann sehen wir, was uns in der Wildnis erwarten wird. Привет! В городе есть магазин? Магазин есть? Есть. А где это? Прямо. Прямо? Спасибо. Да. Das hier oder was? Ja. Magazin Wychodnych. Pokupok. Was ohne Wochenende? Ach so. Ach, ohne Wochenende. Bis Wychodnych. Sehr gut. Hier wird gearbeitet. Hier gibt es kein Wochenende. Müssen wir noch einmal Wasser abfüllen. Wieder irgendwie eine neue Konstruktion, ne? Ist da unter irgendwie so ein Schalter oder so? Ist da jemand drin? Ist da jemand drin? Nee, glaube ich nicht. Hallo? Ist da jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube hier unter dem Teil ist ein Schalter, aber ich komme da jetzt gerade nicht ran hier mit meinem Fahrrad. Ah ja. Sehr gut, das explodiert hier sofort. Dann werden wir lieber den hier auffüllen. Ja. Bist du bereit? Ah ja, ich glaube. Das passiert nicht sofort. Ah, jetzt. Nimmst du einmal. Okay. Das ist doch ein bisschen schwierig, das einhändig zu machen. Okay, ich glaube, das reicht. Ich glaube auch.
sind jetzt ungefähr 20 Kilometer, dann wird noch ein Dorf kommen. Und dann werden wir ungefähr 200 Kilometer richtig in die Wildnis fahren. Und ich hoffe eigentlich, oder ja, ich erwarte eigentlich auch, dass die Straßen doch vielleicht ein bisschen besser werden, ehrlich gesagt. Weil da halt überhaupt gar kein Verkehr sein wird. Und dementsprechend gibt es halt diese ganzen kaputt gefahrenen Straßen dann halt nicht, sondern möglicherweise so schön flache, gerade Waldwege. Also sowas erhoffe ich mir ehrlich gesagt, das wäre ziemlich cool. Mal gucken, wie es in der Realität dann wird. Ui, aber schlimmer als hier kann es eigentlich kaum mehr werden. Tja, da wussten wir noch nicht, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Boah. Wie heißt die auf Russisch? Гадюка. Gadjuka? Aha, das ist eine Giftschlange. Boah, die sieht echt schon ziemlich heftig aus. Ja, hohes Gras. Pass auf, die hatte ich gesehen. Geht's zurück. Ja. Boah, fuck, wir sind hier mitten in Russland, in Sibirien. Wieso gibt's hier so krasse Schlangen? Boah, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so eine... Ne, okay, in Thailand haben wir auch so eine gesehen. In Thailand, in China haben wir auch eine gesehen. Aber doch nicht mitten in Russland. Wie überleben die hier? Das wird hier minus 40, minus 45 Grad. Die Erde irgendwie. Boah. Nee, weiß nicht. Solche Schlangen und dann in Russland auf einmal. Das ist mir doch irgendwie ein bisschen suspekt. Ich meine, okay, wenn man irgendwie in Thailand, Indien unterwegs ist, okay. Da gibt's Schlangen, alles cool, aber in Russland auf einmal Schlangen? Ja, ein bisschen zu heftig. Die Kreuzotter ist eine kleine bis mittelgroße Giftschlange Eurasiens aus der Familie der Vipern. Sie besitzt von allen Vipern das größte und zugleich das nördlichste Verbreitungsgebiet. Zudem ist sie die einzige Schlangenart, die auch nördlich des nördlichen Polarkreises angetroffen werden kann. Boah, Schlangengift. Kreuzottern sind sehr scheu, bei Gefahr flüchten sie sofort. Ein Zubiss erfolgt nur dann, wenn man sie massiv bedroht, sie anfasst oder auf sie tritt. Für einen Menschen von 75 Kilogramm Körpermasse bedeutet dies, bla bla bla, das, was dem durchschnittlichen Biss von mehr als 5 Kreuzottern entspräche. Das ist tödlich, wenn man 5-mal gleichzeitig gebissen wird. Ab von 5 und das ist lange. Genau, daher sind Todesfälle allein von Kreuzotterbissen unwahrscheinlich. Aber es ist giftig. Aber es ist giftig, absolut. Das Gift ist super giftig, steht hier, aber die haben nur einen ganz geringen Giftvorrat. Obwohl das Gift der Kreuzotter etwa 2- bis 3-mal giftiger ist als das der Diamantklapperschlange, ist ein Biss aufgrund ihres geringen Giftvorrats in der Regel nur für Kinder und ältere Menschen gefährlich. Ulyun Khan, die letzte Stadt vor der Wildnis. Nochmal die letzten Vorräte kaufen. Reis und Schokolade. Reis und Schokolade, gut. Den Rest haben wir. Здрасте. Вы откуда такие? А? Интересные люди. Интересные люди. Куда едете? Таксиму, через бан. Да вы что, оттуда и сюда едете? Что? А, иностранцы, понятно. Germany.
Germany? Yes. А немцы что ли? Немец, да. First name. Здравствуйте. Как? Миша. Ты? По-русски. А, по-немецки. По-немецки Мишель. Мишель? Мишель, да. Еврей. Уинто. А? Еврей ты, да? Еврей. Иври? Не. Угу, да, Мишат это еврейский имя. Мишель. Угу, это еврейский имя. Ну что? From Moscow? Знаете? From Germany, из Германии. Не. Через Москву? Или как? Нет. Plane? Из Германии на велосипед. А, с Германии? Да. Ебаный. А, how time? 3 года. 3 года? Да. До сюда? Через Иран, через Индия, через Китай, через Монголия. Ага. And when? Потом дальше? Владивосток? Да, Владивосток. Ебаный Через ты. Бам. Через Бамбу, да? Да. Что я нужно, наверное. Зачем? Зачем? Нормально. Нормально? Блин. Answer. Why? Да, это машина. Ну ладно. Хорошо. Спасибо. Хорошо, что было все. Спасибо большое. До свидания. Okay. Bohnen, Reis, Schokolade und Trockenfrüchte. Oh, cool. Pflaumen, Aprikosen. Aprikosen und Weintrauben. Вы видели медведей? Да, там Да. есть. Есть? Много или? Много. А где оружие? Надо оружие с собой взять. Ночью, Ну, обычно, хорошо. ночью они выходят. Ночью? Ночью. Нож есть такой? Да, Нож есть. Все есть. да, есть. Это nachts sehr Вот viel. такая надо. Nachts. Оружие надо с собой взять. Нету. Ладно, это вы только не ночуйте в степи. Надо в селе где-то. Да? Где люди живут, Mhm. там ночуете, ладно? Wir sollen da schlafen, wo Leute gibt. М. 200 километров нет людей. Нет. сейчас, Сейчас сейчас Улинхан, будет. вы на БАМ же едете. Мгм. Там вообще 250 километров, ничего нет. Да, Вообще ничего мы нет. знаем. Блин. Тяжело было. Там реально медведей много. Нормально, нет? Вы зачем ездите? Я- Хорошей дороги. Спасибо. Аккуратнее, ладно? Ночью Спасибо. аккуратнее, спать там все это. Спасибо большое. До свидания. Die haben mir schon ein bisschen Angst eingejagt. Meinst du? Много медведей. Das Gefühl nach dem Motto, im Schrank nicht alle Tasten haben und wenn wir jetzt dahin fahren. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die man treffen soll. Oder werden sie auch treffen. Und das Pfefferspray dabei und wir werden das mit dem Kochen und mit dem Abwaschen und mit dem Lebensmittel aufbewahren ordentlich machen. Und wir haben halt nicht irgendwie dieses ganze Fleisch und geräucherten Fisch und Käse und so weiter dabei, alles was so doll riecht. Ja, aber die waren Und- die ersten Leute, die uns so gesagt haben, wo waren sie alle? Ja, das sind halt irgendwelche Typen da, die mit dem Gewehr hier rumlaufen. Was weiß ich, die jagen die halt oder sowas. Und wenn du halt auf die schießt irgendwie und du die nicht triffst oder sowas, dann sind die halt aggressiv und greifen dich an und so zurück. Die sind hier auf jeden Fall, das sind hier Braunbären und die sind erstmal bei weitem nicht so aggressiv wie die Schwarzbären und Grizzlybären in Alaska und Amerika, sondern Nicht streichen, das ist gut. genau, nicht streicheln, dann ist alles gut. Das sind im Endeffekt richtige Schisser. Auf jeden Fall, jetzt geht das Abenteuer los. Ich würde sagen, das ist das größte Abenteuer nach Antalya. Wir haben vor
paar Tagen einen Mann getroffen, der uns ziemlich viel auch über die Straße erzählt hat. Und er meinte auch, dass wir auf jeden Fall passieren, dass die passierbar ist. Und das finden wir gut. Und Das ist ganz gut, ja? es werden vielleicht ein paar schwierige Etappen auf uns kommen, und zwar Flussüberquerungen oder so, wenn die Brücken kaputt sind. Aber jetzt ist das Wasser niedrig, deswegen das sollte auch kein Problem sein. Und ja, wir haben jetzt genug Essen eingekauft und ich bin richtig gespannt, was auf uns alles zukommt, was wir alles sehen, was wir alles erleben. 110 Simnik heißt diese Straße. Das bedeutet so viel wie 110 Kilometer Winter oder eingefroren oder so. Und die Straße wurde gebaut, weil im Jahr 72 der Baikalsee nicht zugefroren war, so dass die LKW nicht über den zugefrorenen Baikalsee fahren konnten, wie sie eigentlich gefahren sind, um Richtung Norden zu kommen, um da Material für den Bau der Eisenbahnlinie zu liefern. Und deswegen wurde diese Straße dann gebaut, um halt den Bau weitergehen lassen zu können. Was kann ich jetzt sagen? Es gibt keine Brücke. Wir sind gerade 200 Meter weiter und so fängt es an. Es war klar, dass es Flussdurchquerungen gibt. Aber dass das so schnell losgeht, was sollen wir machen? Wir müssen rüber, wir müssen durch. Hosen hochkrempeln, da vorne sieht es ein bisschen niedriger aus. Und rüber und auf der anderen Seite das Zelt aufschlagen oder so. Oder wir warten bis morgen früh und gucken, ob es vielleicht niedriger ist. Weiß ich nicht.